Und im Gegensatz zu den Kompositmaterialien lassen sich diese metallischen Materialien auch verhältnismäßig einfach wiederverwenden. Man muss das Wissen teilen wollen, man muss das Wissen weitergeben und die Arbeitsteilung konsequent erhöhen, dass wir auch in der Produktivität dann immer weit vorn bleiben. Mein Name ist Robert Liebig, ich bin hier an der TU Berlin Universitätsprofessor und Leiter des Fachgebiets Konstruktion und Produktzuverlässigkeit. Mein Name ist Dietmar Massino, ich bin Gründer oder einer der Gründer von CTM Fahrzeugbau hier am Standort Bestensee am Stadtrand von Berlin. Wir sind ein Fahrzeugbauunternehmen, was sich seit der Gründung im Jahr 1996 mit der Herstellung von Aufbauten für Nutzfahrzeuge befasst. Die Vorteile bei der Kooperation mit kleinen und mittelständischen Unternehmen liegt im Wesentlichen daran, dass sie flexibler sind. Wir stehen ja alle in einem hohen Wettbewerb zueinander, also muss man schon das neueste Wissen, was also auch in der Wissenschaft und Forschung erarbeitet wird, dann auch in den Betrieb überführen. Ja, und das hat uns veranlasst, dass wir nach Kooperationen suchen, also weg vom Einzelkämpferdenken hin zum Gruppendenken, dann eine Bereitschaft in der Gruppe Wissen zu teilen und dieses Wissen dann weiterzuentwickeln. Und die Weiterentwicklung ist natürlich idealerweise dann auch mit dem neuesten Wissen, was also in der Forschung und in der Wissenschaft dann nicht nur gelehrt, sondern auch beforscht wird, dann am besten zu modernisieren. Also meine Erfahrung ist schon, dass einige größere Unternehmen schon eher in der Verwaltung sehr aufwendig sind, auch in den Abläufen, auch in den Prozessen, sodass das manchmal sich auch zum Nachteil entwickelt, sodass wir eigentlich durchaus auch beides gerne machen. Wir arbeiten gerne mit den Großen zusammen, weil die auch mehr Power natürlich haben, auch mehr eigenes Geld hinzupacken können. Bei den Kleineren sehen wir doch die Flexibilität im Vordergrund und haben damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir als CTM, wir sind schon immer so ein kleines forschungsaffines Unternehmen gewesen, weil wir sagen, die technologische Entwicklung, die in einem Unternehmen stattfindet, die kann nicht nur aus sich selbst herausgetrieben werden. Die braucht auch Impulse von außen. Und wenn jetzt ein junger Ingenieur in ein Unternehmen kommt, bringt er natürlich dann den Stand der Wissenschaft und Technik mit, den er an der Uni gerade vermittelt bekommen hat. Aber wenn man das mal 20, 30 Jahre weiterdenkt und dort also keine Innovation nachschiebt und das auch nicht zulässt, wird man irgendwo, kocht man in seiner eigenen Soße. Ja, also die Innovation verlangsamt sich, sodass dann im Grunde genommen ja, die Produktentwicklung dann nicht mehr so am Stand der Zeit sich vollziehen kann, wie es eigentlich gedacht ist. Das Forschungsprojekt Molanu, an dem ich gerade zusammen mit einigen kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeite, wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert im Rahmen der Fördermaßnahme KMU Innovativ, Energieeffizienz und Klimaschutz. Was wir mit Molanu machen wollen, ist ja zum einen erstmal die Rahmen so weit zu untersuchen, dass wir ihr das Verhalten der Konstruktion unter Last verstehen. Verstehen mit moderner Datenerhebung, mit Messung, mit Modellbildung, um dann daraus eine neue Generation von Hilfsrahmen zu entwickeln. Die soll natürlich das Gleiche können wie die bisherigen Hilfsrahmen, nur ein wesentlicher Faktor, sie sollen leichter sein. Wir haben im Vorfeld dieses Projekts einige Untersuchungen vorgenommen mit Hinblick auf Einsparungen an Kraftstoff, Schadstoffausstoß und Material und haben festgestellt, dass sich dort nicht unerhebliche Einsparungen erzielen lassen, auch wenn Ladekranfahrzeuge jetzt nicht in dieser gesamten Masse wie die LKWs hergestellt werden. Aber es ist doch eine signifikante Einsparung, die wir damit erzielen können. Unsere Ladekranfahrzeuge, die bei uns ja im Fokus unserer Fertigung stehen, die benötigen in der Regel alle einen sogenannten Hilfsrahmen. Der Hilfsrahmen ist also eine einteilige Stahlbaukomponente, ein kleineres oder größeres Bauwerk, was also einteilig hergestellt wird, heutzutage in einer Schweißkonstruktion. Diese Hilfsrahmen sitzen also auf dem Fahrzeugrahmen und haben die Aufgabe,
zunächst erstmal die Lasten, die auf dem Fahrzeug sind, zu verteilen. Das ist also noch gar nicht so innovativ. Aber dann, wenn der Ladekran seinen Betrieb aufnimmt und dann beginnt das Auto zu verbiegen, also indem der Kran nach vorne arbeitet, nach hinten, nach rechts, nach links, dann wird das Auto, der Rahmen auch noch verdreht und dann kommen Torsionskräfte rein. Dann ist so eine Konstruktion doch schon etwas Anspruchsvolleres. Das heißt, die muss gut berechnet werden in ihren Belastungen. Das heißt, wir haben eben diese 3 oder 4 Module, die wir dann allerdings auch, dafür gibt es einen Fachbegriff, Topologie optimieren können. Das heißt also, dort werden auch völlig neuere Lastpfade berechnet, die zu einer erheblichen Gewichtseinsparung führen können. Also die klassischen Optimierungsverfahren können meistens nur an Stärken von Bauteilen, also dicken Wänden und so weiter optimieren. Aber die Topologieoptimierung erlaubt es halt eben auch, ganz verschiedene neue Pfade zu gehen, wo die Lasten entlang wandern können und dadurch kann man auch erheblich Gewicht einsparen. Diese Hilfsrahmen haben wir natürlich für jedes einzelne Fahrzeug gefertigt. Wir sind heute bei der Fabrik Nummer 7680. Überlegen Sie mal, durch 25 Jahre Betriebsgeschehen, wie viel wir dort davon gefertigt haben. Aber immer nur in einer individuellen Einzelbauweise, wie es die betrieblichen Vorschriften und die Aufbauhersteller, Richtlinien der Fahrzeughersteller empfehlen. So haben wir es also ausgeführt, aufgebaut und in den Markt gebracht. Eine innovative Lösung ist das modulare Konstruieren, dass wir also versuchen, diese individuellen Situationen an dem Chassis eines LKWs versuchen in Serie abzufangen. Die Hilfsrahmen, die wir hier bauen, die haben wir natürlich nur nach unseren Möglichkeiten optimiert. Ja, also wir reden hier von Werkstoffen, wir reden von Materialarten, von konstruktiven Ausführungen, die viel Erfahrungen in sich verbergen. Ne? Nur nachgemessen und geprüft und weiterentwickelt haben wir es noch nicht. Nutzfahrzeuge mit Ladekran haben heute, ist fast unglaublich, aber im Schnitt zwischen 35 und 45% nur Nutzlastanteil von ihrem Gesamtgewicht. Also von so wenig Nutzlast reden wir. Also wenn Sie ein Fahrzeug haben, was 26 Tonnen wiegt und davon 30% nur die Nutzlast beträgt, dann muss man natürlich irgendwann mal schauen und sagen, an welcher technischen Stelle sind wir denn hier angekommen. Ja? Also wenn man sich mal die Nutzlast eines Fahrrades anschaut, ne, also ich selber als Nutzlast und dann das Fahrrad dagegen, da bin ich bei einem viel besseren Verhältnis. Ja. Also ist die Aufgabe, die neue Hilfsgeneration deutlich leichter zu machen, sie zu modularisieren, dass wir wegkommen von dieser teuren handwerklichen Fertigung, zu automatisieren, dass wir eine gleichbleibende Qualität in der neuen Hilfsrahmengeneration drin haben und den neuen Fahrzeugen, die ja auf den Markt kommen in puncto Elektrifizierung, die bringen ja von Hause aus ein höheres Eigengewicht mit. Ja? Also so ein 26-Tonnen-Fahrzeug, was batterieelektrisch heute gefahren wird, dem Fahrzeug fehlen gegenüber einem konventionellen Fahrzeug verbrennungsmotorisch schon wieder 1,5 bis 2 Tonnen Nutzlast je nach Batterieausstattung. Deswegen ist unser Projekt da eigentlich eine gute Ergänzung zur Elektrifizierungsstrategie. Das, was das Fahrzeug an Mehrgewicht mitbringt, und es ist ja noch nicht absehbar, dass Batterien nun sich morgen im Gewichtsleistungsverhältnis halbieren, das können wir dann für diese Übergangsphase dann optimieren und sagen, dann werden eben die Aufbauten leichter. Wo es keinen Druck irgendwie gibt vom Markt her oder von irgendeiner Seite, etwas zu optimieren, entwickelt sich das so ein Fahrzeugprodukt und so ein Aufbau wie eine Evolution, gar nicht wie eine Revolution. Ja? Also ein bisschen besser als vorher, ein bisschen mehr Nutzlast, ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ein bisschen höhere Motorisierung. Das sind so die Standardeckpunkte unserer Kunden und insofern war eigentlich gar kein Bedarf an wissenschaftlicher Forschung in diesem Bereich irgendwie da gewesen. Weiterhin innovativ ist, dass wir auch verschiedene Betriebszustände dabei mit berücksichtigen.
Wir haben dafür auch mehrere Messkampagnen geplant. Eine haben wir jetzt gerade schon durchgeführt, mit denen wir die individuellen Lasten, die wirklich beim Kranbetrieb entstehen, messen, um damit halt eben eine Grundlage zu haben, bessere Modelle aufzubauen. Stahl an sich ist ja recyclingfähig. Das ist ja schon voll integriert in der Kreislaufwirtschaft, sodass heute so eine Stahlkomponente, die dann ihren Dienst getan hat und dann irgendwann mal, verschrottet wird, dann wieder über eigene Schmelzprozesse wieder in den Kreislauf einführt. Ne? Aber es wäre noch ein zweiter Weg denkbar, dass wir die neue Hilfsgrabengeneration auch so entwickeln, dass sie auf einem zweiten Fahrzeugleben aufgebaut werden kann. Das zirkuläre Wirtschaften besteht ja aus der Kombination einer Senkung des Ressourceneinsatzes, der Verlängerung der Produktlebenszyklen und der Weiterverwendung von Materialien. Und unser F&E-Projekt Molan Nu bedient genau diese zentralen Bestandteile des zirkulären Wirtschaftens, denn dieses neu zu entwickelnde Rahmenkonzept soll den Bedarf an Herstellungsmaterial und Kraftstoff senken und aufgrund seiner auf realen Beanspruchungsdaten basierenden Konstruktionsentwicklung auch eine längere Nutzungsdauer ermöglichen. Und eine Aufgabe innerhalb des Projektes ist zum Beispiel das im zirkulären Wirtschaften sehr wichtige Lifecycle Assessment. Das nachhaltigste Produkt ist es ja das, was es schon gibt. Ja? Und insofern sehen wir da viele Ansätze, um auch dort einen Beitrag zur Beschleunigung der zirkulären Wirtschaft dann leisten zu können. Das Grundproblem ist, dass die Rohstoffknappheit ja eigentlich generell zunehmen wird. Es wird nicht weniger, sondern wir werden immer mehr diese Problematik haben, dass uns Materialien fehlen. Wir haben das jetzt schon in verschiedenen Bereichen kennengelernt. Wir müssen auch zusehen, dass wir es schaffen, diese Produkte nach ihrer Nutzungsdauer auch wieder recyceln können. Und das jetzige Recyceln ist in verschiedenen Bereichen, auch gerade zum Beispiel bei den schon erwähnten Kompositbauweisen. Man nehme nur als Beispiel die Windkraftanlagenflügel, die eben auch aus diesem Material bestehen, auch aus Kombinationen von Komposit und metallischen Bereichen, weil ich zum Beispiel am Flansch einen metallischen Bereich benötige, um dort sozusagen den Flügel an die Narbe der Windkraftanlage heranzuschrauben. Das kann ich nicht mit den Kompositbauweisen machen. Und das führt dazu, dass ich am Ende eigentlich dieses Material, wenn es denn dann mal kaputt ist oder aus der Nutzungsdauer rausfällt, zerschreddern muss. Das bedeutet wieder sehr viel Aufwand, sehr viel extra Energie und in Zukunft, denke ich mir, wird man sich überlegen müssen, wie man diese Trennung gleich im Vorhinein mit in diese Konstruktion mit aufnimmt. Das heißt also, es könnte sein, dass es gar nicht mehr so viele Kompositbauweisen gibt, wo Materialien vermischt werden wie Harze und Glasfasern oder entsprechende Kohlefasern, sondern dass man eher nur bestimmte Bereiche aus einem Material fertigt und andere Bereiche aus dem anderen, das eher schichtet und dann miteinander verknüpft, dass wir damit man es halt eben besser trennen kann. Wo müssen wir hin? Wir haben ja Kompetenzen. Jeder Einzelne hat Kompetenzen von unseren mittelständischen Unternehmen. So, wir müssen nur die Bereitschaft entwickeln, die Kompetenzen auch mal für uns selber zu beschreiben, zu erkennen und auch mit anderen austauschen zu wollen. Eine differenzielle Bauweise statt einer integralen Bauweise, die bisher immer sehr geprägt war, um eben auch Gewicht herauszunehmen. Diese differenzielle Bauweise kann aber eben mit solchen Klebetechniken auch wieder als integrale Bauweise sozusagen überführt werden. Das muss also nicht mit irgendwelchen Schrauben oder sowas erfolgen. Warum soll das nicht mit Komponenten von Nutzfahrzeugen auch so sein? Dass man also die Komponenten, die man in einem Fahrzeugleben obendrauf als Rahmen benutzt hat, vielleicht in einem zweiten Fahrzeugleben unter einem Update, würde ich mal sagen, dann nochmal verwendet. Also da erhöhen wir dann doch schon die Quote der Nutzungszeit bezogen auf die Kosten des Herstellprozesses. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass gerade diese bisherigen Verbindungsarten bei der Fügetechnik wie das Schrauben oder Nieten ersetzt werden durch neue Clip-Verbindungen, die sich einfach zusammenstecken lassen und trotzdem dieselbe Haltbarkeit haben wie Verschraubung oder Nietung. Solche Dinge werden sicherlich in Zukunft gelehrt werden müssen. Dafür muss es aber auch entsprechend erstmal konstruktive Lösungen geben, die dann auch in der Lehre dann gezeigt werden können.